Wir verlassen unseren wunderschönen Stellplatz am Strömsvatudal und fahren auf dem Wildmarkswegen Richtung Stora Blasjön. Wir wollen unter anderem zur Korallgrottan wandern, aber diese Wanderung wird anders verlaufen, als wir es uns heute am 1. Juni vorstellen. Doch zunächst machen wir einen kleinen Abstecher zum Brakkafallet. Hier sieht man den gesamten Wildmarkswegen. Da sind wir. Ja, wie ihr an unserer Kleidung unschwer erkennen könnt, es ist frisch. Es ist in diesem Jahr auch hier oben ungewöhnlich kalt, haben uns Einheimische bestätigt. Heute ist der 1. Juni und wir haben so um die 5 Grad. Und im Moment geht es, aber auch ein sehr böigen Wind bis 70 km/h. Ja, Gott sei Dank haben wir warme Jacken mit. Allerdings haben wir keine Handschuhe dabei, die Finger werden noch klamm. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Abstecher zum Brakkafallet und dann geht es weiter zu einer längeren Wanderung. Heute müssen wir wieder mal ein bisschen was für unsere Fitness tun. Genau. Aber da melden wir uns dann nochmal. Schnee am 1. Juni. Ist aber alter Schnee. So, das war der kleine Brakkafallet. Man kommt nicht richtig ran, weil alles noch vereist oder matschig ist. Und ja, wir wollen ja kein Risiko eingehen. Ihr werdet es nicht glauben. Es schneit sogar etwas. Man sieht es nicht, aber es kommen einzelne Flocken. Am 1. Juni. Vom Brakkafallet ist es nur noch ein kurzes Stück bis zur Korallgrottan. Das war eben der kleine Brakkafallet direkt an der Straße. Und jetzt wollen wir ein bisschen wandern gehen. Wir wollen zur Korallgrottan. Die Korallgrotte ist bis 6 Kilometer Tiefe erforscht. Das macht sie zur längsten Grotte oder zur längsten Höhle Schwedens. Aber sie geht wahrscheinlich noch viel weiter. Hinein darf man nur in Begleitung eines Guides. Wir werden da auch nicht hineingehen heute. Die ist teilweise sehr eng. Wir haben beide ein bisschen mit Platzangstprobleme. Das ist nicht unser Ding. Nein, aber der Weg ist das Ziel. Wir gehen trotzdem hin. Genau. Mal sehen, wie es da aussieht. Es ist nur eine kleine Wanderung. Es sind so gute 8 Kilometer. Immerhin. Aber wir sind auch ziemlich weit oben. Also hier liegt überall noch Schnee. Und hat vorhin auch schon geschneit. Ein bisschen, ja. Vielleicht schneiden wir noch ein heute. Ihr werdet es ja sehen. Wenn ja, dann werdet ihr dieses Video nicht sehen. Dann kommen wir nämlich nicht zurück. Also, euch nehmen wir wieder gerne mit. Auf geht's. Auf geht's. Wer vor der Wanderung noch mal ein dringendes Bedürfnis hat, hier steht ein Plumpsklo.
Also manche Bohlen müssten mal erneuert werden. So, bis jetzt geht der Weg ausschließlich über solche Bohlen. Und hier ist ja noch die Schneeschmelze in Gange. Ist alles sehr nass. Also wandern ist das nicht, man stolpert hier mehr oder weniger lang. Auf genau solch nassen Bohlen rutsche ich auf dem Rückweg aus und knalle voll auf den Rücken. Gott sei Dank ist mir nichts passiert und leider hat es keiner gefilmt. Hier ist mit Schneemobilen zu rechnen. Aber jetzt wahrscheinlich nicht. Hier sind noch Spuren von den Schneemobilen. Tja, Müssen wir jetzt durch? da müssen wir durch. Karin probiert. Ja, ja. Ja, sie hat es geschafft. Dann gehe ich hinterher. Rechts oder links? Das ist die Frage. So, jetzt ist der Bohlenweg zu Ende. Alles ist nass. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. Ja, man sollte diese Wanderung vielleicht machen, wenn die Schneeschmelze zu 100% vorbei ist. Also hier ist es jetzt heute noch recht schwierig. Matschig. Nasses Holz. Hier fließt das Wasser sogar drüber. Das ist mal ein Weg mit Wasserkühlung. Eine Brücke für Schneemobile. Es schneit. Sieht man das? Nee, wa? Der Weg, wie man sieht, ist teilweise sehr reparaturbedürftig. Vielleicht machen sie noch was bis zur Saison. Da oben ist dichtes Schneetreiben. Wir machen hier eine Winterwanderung. Da wir vor der Saison hier sind, ist natürlich alles noch kaputt vom Winter, von den Schneemassen. Der Weg wird sicher noch vor dem Sommer repariert. Wir sind einfach wieder zu früh. Mann. Jetzt den rechten Weg finden, gar nicht so einfach. Oh. Hier sind die ersten Hölzer zu sehen für die nächste Reparatur oder für die erste Reparatur. Es geht doch vorwärts hier.
Detmar macht die Loipe. Der letzte Kilometer ist hier echt bescheiden. Du hast so große Schritte gemacht. Oh! 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 Detmar räumt den Schnee beiseite. So, angekommen sind wir hier oben. Ja, das war nur beschwerlicher, als wir dachten. Der letzte Kilometer ging den Berg hoch und entsprechend durch tiefen Schnee. Wir haben beide klitschnasse Füße. Ja, Schnee und Schuhe. Und wir wollten jetzt hier die Treppe runter zur Grotte, aber die ist unten so vereist, weil es da vom Berg runter tropft. Detmar hat es versucht, ich bin umgekehrt. Geht nicht, ist zu gefährlich. Ja, wenn uns hier was passiert. Eben, wir sind hier ganz allein. Kann man nicht machen. Aber ein schönes Abenteuer. Auf jeden Fall, ja. Jetzt müssen wir diesen ganzen Schiedweg wieder zurück. Also es sind ja nur 8 Kilometer, 4 hin, 4 zurück. Aber so beschwerlich wie das hier ist, reicht das vollkommen aus. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, das war mal eine Wanderung der anderen Art. Genau. Schneewanderung im Juni. Ja. Wir sollen noch eine Hütte sein, da gehen wir mal kurz gucken und Ja. dann geht's zurück. Ja, an der Hütte filmen wir vielleicht noch und den Rücken brauchen wir nicht mehr filmen. Außer es kommt noch ein bisschen Viehzeug. Er meint Tiere. Tiere. Wild. Wild, ja. Ja, dann mal sehen, was das nächste Abenteuer wird. Wir haben noch einiges vor hier in Schweden. Richtig. Bis dann. Bis dann. Hier ist also eine kleine Wanderhütte. In 500 Metern der Landeplatz in Heli. Aber ich hoffe, dass er für uns nicht kommen muss. Natürlich tragen wir uns auch wieder ins Hüttenbuch ein und hinterlassen unseren Sticker. Okay. Gut. Nachdem ich nach dem Sturz meine nassen Klamotten gewechselt habe, fahren wir in dichtem Schneegestöber zurück. Eigentlich wollten wir hier auf den Wildmarkswegen eine Übernachtung suchen, aber bei dem Wetter fahren wir erstmal weiter. Wir fahren über den Wildmarkswegen zurück auf die E45 und finden schließlich in der Nähe des Ortes Hoting diesen wunderschönen Übernachtungsplatz an dem See Tassjön. Feet up on the dash and the calling open road. Road trip classics on the radio. With your hand tied in mine, there's no such thing as time. Wir sitzen hier mit diesem Ausblick und trinken ein Radler.
Und heute Abend machen wir Feuer. There's no place we can go. Oh, my home is when I'm alone with you. Man wünscht sich ja in Schweden an solchen Plätzen, dass man alleine bleibt. Und wir haben Glück. Some life fades away and you fall into my arms. This life is Es wird abends nicht mehr dunkel. Es ist kühl und windig, aber der Wind facht das Feuer an und so können wir uns gut wärmen. I walk with you for life, and we can go anywhere you wanna go. Am nächsten Morgen hat sich der Wind etwas gelegt und so können wir kurz die Drohne einsetzen. Doch zuvor muss Detmar noch unsere Schuhe putzen. Unsere Reise geht weiter. Noch haben wir den nördlichsten Punkt unserer Reise nicht erreicht. Dieses Schild beweist, wir sind in Lappland angekommen. Und wie zur Bestätigung steht dieses Wahrzeichen Lapplands auf der Straße. Im nächsten Teil unserer Schwedenreise besuchen wir den tosenden Trollforsen, überqueren den Polarkreis, wandern im wunderschönen Muddus Nationalpark und besuchen eine Husky Farm.